Richtungsweisende Ideen. Spitzenprodukte. Weltweites Renommee. ICI. Ein Name, viele Facetten. ICI heißt Imperial Chemical Industries, ein Unternehmen mit 220.000 Beschäftigten in über 60, 70 Ländern, eines der größten Chemieunternehmen der Welt überhaupt im Vergleich mit DuPont oder IG Farben früher und ist leider, wie das häufig geschieht mit großen Konzernen, 2007 von der Bildfläche verschwunden, wurde zerschlagen. Wir stellen her Fasern für die textile Anwendung, für Bekleidung und so weiter, für Teppichböden und für technische Garne, Reifen zum Beispiel oder Fallschirmseide. Diese Fasern wurden in Österreich hergestellt. Unser EDV-Leiter Hermann Mayer, der hat nachdem die IBM-Maschinen, ein Rechner, ein Computer, 36020, damals der beste und schnellste Computer, den es gab, hat Hermann Mayer zusätzliche Beratung bei der Firma IBM angefordert. Und da kam dann Dietmar Hopp in das Werk nach Östringen und hat sich dazu den Hasso Plattner noch dazu geholt, weil der Hermann Mayer wollte, dass wir ein besseres System haben. Damals musste man ja jeden Schritt, jeden Befehl mit einer Lochkarte nach und nach. Ne? So ein Programm hatte als über 200 Lochkarten. Das muss man sich vorstellen. Wir hatten 3, 4 Leute damit beschäftigt, das, was geschrieben, was wir reingekriegt haben als Bedarfsanforderung oder als Bestellung, als Pendelkarte, wo drauf stand, was bestellt werden muss. Das wurde alles abgelocht. Wir waren schon ziemlich weit voran. Eine Schreibmaschine, die hatte einen Lochstreifen und der Lochstreifen ging dann in die EDV, von dort noch in die Lochkarte und von der Lochkarte dann auf eine Liste. Die Liste wurde überprüft, ob es alles stimmt. Und dann ging die wieder zurück, wenn das in Ordnung war. Das waren die 3, 4 Leute, von denen ich sprach. Und wenn das in Ordnung war, dann kam 2, 3 Tage später oder einen Tag später die Bestellung auf den Tisch, die wir dann weggeschickt haben. Der normale Weg war der, aufgeschrieben, abgelocht, dann war ein Fehler drin und dann ist die Fehlerliste gekommen, dann ist wieder abgelocht worden und die sind fast verzweifelt. IBM hatte damals aber noch keine Software in dem Sinne zu verkaufen, wie das sich im Nachhinein herausstellte, dass Software ein komplett separates Paket ist, sondern die haben Maschinen verkauft. Das war ein Glücksfall für uns, dass wir relativ groß angefangen haben, aber wir hatten gar keine Chance gehabt bei kleineren Unternehmen, weil die Rechner das nicht hergaben, was wir gebraucht haben. Wir haben Glück gehabt. Gekannt habe ich sie von Gesicht zu Gesicht eigentlich gar nicht, immer mehr vom Hörensagen. Ja, das waren die 3 unterschwellig verrückten Standardsoftware. Wer braucht denn sowas? Realtime? Das funktioniert im Leben nicht. Das Vertrauensverhältnis von Hermann Mayer und Dietmar Hopp. Ja. Also die beiden haben sich sehr gut verstanden und in so einer Situation, es war ja ganz neu, so ein Thema. Das gab es dann noch nicht. Es gab noch keine Realtime-Verarbeitung. Hermann Mayer war ja EDV-Leiter bei uns und nachdem die IBM-Leute Hopp und Plattner reingeholt hatte für Order Processing, die das Online-System konstruiert haben, entwickelt haben, hat er erkannt, welches Potenzial durch die Materialwirtschaft und den Datenmengen, die wir da haben, dieses umzusetzen. Das war eigentlich derjenige, der angetan war von unseren Ideen und der das Ganze gefördert hat, massiv gefördert hat. Die SAP wurde gegründet mit der Zusage von dem Hermann Mayer.
Das war also lange noch, bevor die Firma offiziell gegründet wurde. Dazwischen lag dann die offizielle Bestellung von uns über die 638.000 Mark. Das war natürlich der Startschuss, um die SAP, so wie sie heute, ja, für die SAP, so wie sie sich von damals entwickelt hat. Abwicklung betriebswirtschaftlicher Vorgänge im Realtime hat man ja lange Zeit für nicht sinnvoll erachtet, weil der Aufwand zu groß war. Man musste den Leuten ja erklären, was ist Realtime? Was bedeutet das für dich, für dein Arbeitsumfeld? Ja, auch Jobs haben sich verändert durch diese neue Arbeitsweise. Also es gab ja noch nichts Vergleichbares hier in Europa. Das war der Ansatz, dass wir dem Order-Processing-Bereich gesagt haben, ihr habt das dann in Echtzeit. Ihr müsst nicht etwa auf Fehlerlisten warten, sondern ihr gebt es am Bildschirm ein, seht Fehler sofort, seht aber auch produktive Dinge, wie ist ein Lagerbestand da oder und. Also das war von Beginn an Realtime unser Ziel. Und da hat Dietmar Hopp zusammen mit dem Hasso Plattner auf diesem von uns, von IBM geleasten Rechner über Nacht ein Programm, ein Online-Programm geschrieben. Und das haben die Herren der SAP erarbeitet, ein Programm, ein Online-Programm, in dem alle diese Dateien zur gleichen Zeit mittels Bildschirme bearbeitet werden können. Und das war die Sensation damals. Die hatten das Privileg, sie durften den Maschinensaal betreten. Und das war dann immer so, haben wir die Herren kennengelernt, der Herr Haupt, wenn er als kam mit seinem Kartönchen unterm Arm mit 200, 300 Lochkarten drin. Könnt ihr mir schnell das Programm einlesen? Da war ein Fehler drin, da hat er in seinem ganzen Programm, irgendeine Karte musste er neu dazugeben und dann musste es wieder umgewandelt werden und wieder ein neues Maschinendeck erstellt werden. Und das musste wieder auf die Systemresidenz gespielt werden, damit das Programm lauffähig war. Und so haben wir die Herren kennengelernt. Der Hasso Plattner, der hatte sein Programm in einem Kasten da drin, Lochkarten, ist nicht irgendwie besonders gesichert, ist in den EDV rein und an der Tür irgendwie hängen geblieben und die ganzen Lochkarten, das ganze Programm ist auf dem Boden herumgelegen. Das war Arbeit von 1-2 Tagen und es muss jetzt alles nochmal neu geordnet bzw. neu geschrieben oder aufbereitet werden. Alle Lochkartenblöcke, die es also wohl gab, waren dann später bei der SAP mit irgendwelchen Farbstiften gekennzeichnet, dass wenn sowas mal wieder passiert, dass man weiß, wie man die Karten wieder schnell zusammenkriegt. So ein Ding, als ein Lochkartenbefehl zum Beispiel, Vergleiche logisch zeichnen oder je nachdem oder so, oder eine Druckroutine. Und das waren einzelne Dinge. Und wir hatten 80 Stellen, die Lochkarten. Da waren die ersten Bildschirme, also 80 Stellen. Darum hatten wir auch 80 Stellen wie die Lochkarten. Wenn was leider ging, dann gab es einen Stern, in Fortsetzungsstellen, in Spalte so und so viel. Wusste zum Beispiel, es gibt Text hinten weiter dran oder so. Ne? Der Hasso Plattner, da war ich immer total begeistert oder beeindruckt. Der hat sich an den Locher gesetzt und hat dann direkt im Locher in damals Maschinensprache Assembler programmiert. Für mich war das ein Phänomen. Ich habe das nie hingekriegt. Aber Hasso Plattner hat es gemacht. Die Arbeit, die dann begann, auf allen Ebenen, bei den Anwendern, genauso wie bei den Herren von SAP, die mittlerweile ja gegründet war, war enorm. Das Programm, das MIAS genannt wurde, Material Information and Accounting System, ist am 01.01.1973 live gegangen. Und das muss man sich vorstellen, bei 30.000 Bestellungen, von denen ungefähr, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, 5.000, 6.000 Bestellungen übertragen werden musste an den Wochenenden vor dem 31.12., sodass wir am 1.01. starten konnten. Ja, das war schon eine Leistung für alle, von allen.
Und da gab es natürlich auch Krisen. Und in Krisen braucht man Vertrauen zueinander. Ja? Und dieses Vertrauen war immer da, auch die Unterstützung, selbst innerhalb der ICI. Gab es mal Zeiten, da hat die Zentrale in England oder in Holland, die haben die Stirn gerunzelt und haben sich gefragt, wird das was, klappt das? Ja? Hermann Mayer, da muss ich heute noch, wenn ich zurückblicke, sagen, der Mann hatte eine Vision und die hat er durchgesetzt, auch gegen zunächst mal den Willen der unserer Geldgeber. Da waren natürlich diese beiden Pfeiler, Dietmar Hopp und Hermann Mayer, waren genial. Und auch die Verbindung zu den anderen Bereichsleitern, die zuständig waren für den Einkauf, fürs Lager oder die Finanzbuchhaltung, auch die waren sehr eng mit Hasso und mit Dietmar im Gespräch immer. Es war also ein ganz enger Kontakt auch miteinander. Da konnte manche Krise bewältigt werden. Durch das neu gegründete MIAS Online-System war es dann plötzlich nicht mehr nötig, Lochkarten hin und her zu tragen, auszufüllen, zu managen. Das war ein Riesenaufwand. Es ging ja mittlerweile online. Das heißt, wir haben am Bildschirm unsere Aufträge eingegeben und haben von der EDV ausgedruckt die Bestellungen erhalten am nächsten Tag. Korrekturen, wie es vorher der Fall war, waren nicht mehr notwendig, denn im Augenblick der Eingabe konnte man sofort prüfen und das System hatte auch schon Sicherheits- oder Kontrollfunktionen, sodass Falscheingaben in bestimmten Bereichen gar nicht mehr möglich waren. Insofern wurde der Arbeitsprozess radikal reduziert. Ich hatte dann begonnen, eine Ist-Aufnahme im Kreditorenbereich und Materialwirtschaft zu machen. Und als wir dieses Konzept fertig hatten, hatten wir also auch festgestellt, wenn wir das kombinieren mit Order Processing, also die Kreditorenseite dazu, und die Sachkonten waren ja ohnehin Bestandteil in beiden, dann hätten wir ja ein gesamtes System für Finanzbuchhaltung. Das hatten wir diskutiert innerhalb der Firma und mit SAP zusammen. Und die Herren Plattner und Hopp und Scherer und Wellenreuter war ja damals noch dabei. Der Hector kam erst etwas später dazu. Die waren damit eigentlich auch sehr begeistert, weil sie dann festgestellt haben, dass dadurch eine Komplettierung eines Systems stattfinden konnte. Neben dem Betrieb des Systems im Realtime-Modus war die Integration natürlich die zweite ganz herausragende Eigenschaft vom System. Da war die ICI wirklich auch führend, diesen Gedanken immer wieder voranzutreiben. Und diese Integration war ja nicht nur eine Integration beispielsweise zwischen Einkauf und Lager oder zwischen Einkauf und Lager und Bedarfsplanung. Das war ja auch eine Integration, die letztendlich reichte bis in die Finanzbuchhaltung, bis in die Obligoverwaltung, bis in die Kostenrechnung hinein, bei den späteren Erweiterungen auch um die Kostenrechnungssysteme. Und diese Erfassung von kompletten integrativen Beziehungen durch einen einmaligen, originären Geschäftsprozess war wirklich eine ganz herausragende Eigenschaft der SAP-Software. Da konnte die Buchhaltung zugreifen, da konnte Lagereingang, Lagerausgang und die Materialwirtschaft. Das war alles schon in diesem einen Programm integriert. Als dieses Programm entwickelt wurde, ist zum Beispiel Dietmar Hopp, das war also mein direkter Ansprechpartner. Ich war der Verantwortliche von der Einkaufsseite als Gesprächspartner. Wir haben unser Wissen eingebracht. Das, was ich dem Herrn Hopp am Tag gesagt, wie wir es gerne hätten, das hat er mit seinen Mannen über Nacht umgesetzt, wurde dann im Rechner verarbeitet und am nächsten Tag haben wir ein Ergebnis gesehen und dann haben wir das angeguckt, gemeinsam besprochen und gesagt, ja, super gut. Manchmal habe ich natürlich andere Wünsche noch gehabt. Da sagt der Rothammel, tut mir leid, das kriegst du nicht, weil das betrifft nicht mehr deine Abteilung, das betrifft die Buchhaltung. Also es wurde durch das Programm wurde eine neue Organisation oder eine veränderte Organisation geschaffen.
Aber das Wichtige ist, dass die einzelnen Eingaben, die gemacht wurden, ob das jetzt vom Wareneingang war, dann konnte der Einkäufer sofort sehen, aha, die Ware ist eingegangen, oder im Hauptlager konnte das gesehen werden. Und für die Rechnungsprüfung lagen natürlich die Daten wieder auf der anderen Seite in der Buchhaltung gleich vor, um eine automatische Zahlung zu veranlassen. Es war natürlich auch eine Anwendung, die genau auf die ICI passen sollte. Ja? Und da gab es Top-Leute in den verschiedenen Bereichen und denen wurde zugehört. Man hat sich hingesetzt, hat eine Tasse Kaffee mitgebracht, hat mal ein Wasser mitgebracht, hat sich neben die Damen auch in den laufenden Betrieb reingesetzt. Nicht nur, so soll es laufen oder so läuft es, sondern hat es auch selbst wahrgenommen. Hat sich also in die Basics reingesetzt, ja, und hat auch mit den Anwendern gesprochen. Und um dran zu denken, dass so ein Großrechner damals 512K gehabt hat an Speicherplatz. Aber da wurde echt was drüber gemacht. Dann gab es die Bandmaschinen, dann gab es die Wechselplatten, dann gab es den Kettendrucker, dann gab es den Stanzer, den Lochkartenstanzer. Das waren so unser Werkzeug damals. Ne? Angefangen habe ich hier auf einer 64 Kilobyte Maschine. Da lief dann ein SAP-System drauf und mit der vollen Funktionalität. Es waren mehrere hundert Benutzer damals schon an dem System angebunden. Die zentrale Entwicklungsstelle ICI und alles, was draußen bei Knoll oder bei Grünzweig-Hartmann oder auch bei Böhringer entwickelt wurde, ist dann eingeflossen in den Standard, den wir eben in Östringen hochgezogen haben. Das war nicht einfach, aber lebensnotwendig. Man stand teilweise vor ganz banalen Herausforderungen. Zum einen waren die Kapazitäten der Computersysteme sehr beschränkt. Man musste damals noch sehr speicherorientiert programmieren und es war jetzt alles ein Assembler am Anfang. Da hatte man schon Restriktionen aufgrund der Codierung und der Beschränkung auf 4 Kilobyte Adressbereich. Das war natürlich schon so eine Hauptherausforderung bei der Programmierung. Einmal in der Woche hat man eine Ansicherung gemacht. Die hat man ausgelagert. Im Fall, wenn das Gebäude abbrennt oder irgendwas. Und die ersten Jahre, wo haben wir die deponiert? Im alten Haus bei Hopp im Atomschutzbunker. Bin ich freitags mittags nach der Ansicherung sofort Hopp gefahren und habe einen Atomschutzbunker, die SAP-Magnetbänder eingeladen mit der Ansicherung. Im Fall, wenn mal die Bude abbrennt, dass der Bestand noch da ist, das Wissen noch da ist. Es gab dann später auch immer wieder Abbrüche, weil irgendjemand ein Programm geschrieben hat, was dann irgendwo im Speicher etwas zerstört hat, weil es auch keinen Speicherschutz gab und man hat wirklich nächtelange nach Fehlern gesucht, die durch solche Probleme aufgetreten sind. Es ist ein ganz typisches Beispiel dafür, dass man bei einem so komplexen Problem nicht alles alleine machen kann, weil der Mensch halt dazu neigt, sich in seinem Umfeld zu bewegen, auch gedanklich, und dass er da sehr schwer rauskommt, wenn nicht jemand kommt mit einem Anstoß aus einer ganz anderen Reihe. Ja, das war auch wichtig, dass wir uns das vorgenommen haben, zunächst mal eine solide Basis zu schaffen, dass nicht jeder alles doppelt und dreifach macht. Dann 8 Jahre lang entwickelt, langsam entwickelt, bis dann der Befreiungsschlag kam mit den Computern. 43, 41, 21, 51 hießen die Rechner, die eine 4-fache Verbesserung der Leistung hatte und nur ein Viertel gekostet haben, also 1:16. Damit waren auch dann mittlere Unternehmen in der Lage, unsere Software zumindest in Anschein zu nehmen. Und viele haben es ja dann auch gemacht. Das Schöne in Östringen, was wir da hatten, war halt, dass das System vorgeführt wurde von den Fachbereichen der ICI, den Interessierten von draußen. Und wenn jetzt also ein Einkäufer von Knoll kommt und der will nicht mit dem EDV-Mann reden, sondern der will mit dem Fachmann reden. Was kann ich machen? Wie macht ihr das anders? Und.
Also war ein Jahrhunderttreffer einfach. Ne? Dass man das alles so als Erster, das alles mitbekommen hat und gewusst hat und gelernt hat. Und es war ein gutes Gefühl, das dann anderen weiterzugeben. Die Interessenten standen dann uns umringend da und wollten wissen, ja, wie geben Sie das ein? Wie wissen Sie, wie die Maske aussieht? Es gab also permanent durch Mitarbeiter von der ICI irgendwelche Demos für externe Kunden, die dann auch zu SAP-Stammkunden geworden sind. Also man hat gemerkt, dass man viel mehr Leistung bringen konnte und viele Dinge, die man vorher aufwendig gemacht hat, einfach wegfielen. Also wir waren allesamt sehr begeistert, dass man mit so einem tollen System arbeiten durfte. Dass man also keinen Stillstand hatte, jetzt sagen wir mal stupides Abarbeiten einer Maske, sondern dass immer mehr dazu kam, was man aus dem System an Informationen herausnehmen konnte. Es war wohl eine starke hierarchische Ausbildung da, aber die Flexibilität und die Bereitschaft war gegeben oder auch die Voraussetzungen waren geschaffen, um hier Neues zu kreieren, oder es war eine Aufbruchstimmung. Und ich glaube, diese Geschichte haben auch die Mitarbeiter oder die Gründer der SAP mit übernommen und auch mit weiter gepflegt. Die haben von uns gelernt und wir haben von ihnen gelernt. Das kann man wirklich sagen, denn ohne unseren Input hätten sie die Programme nicht verbessern können oder schreiben können. Denn diese Programme sind ja nicht nur für die Textilherstellung relevant, sondern die sind ja auf der ganzen Welt in der Zwischenzeit. In allen Wirtschaftsunternehmen sind ja die beinhaltet. Und fast jeder arbeitet ja heute mit SAP. Zu jeder neuen Idee, die da war, hatten die Personen eine Antwort. Ja, und das hat geholfen, die gesamten innerbetrieblichen Arbeitsabläufe so zu optimieren, wie man sich das vorher hätte nicht vorstellen können. Die Zusammenarbeit, die war fantastisch. Mit Bob Plattner und seinen Kollegen, die also auch mittlerweile da waren, und den Östringer Mitarbeitern auf der Analyseseite, die es da gab. Die ICI wirklich ein perfekter erster Kunde. Das hat sich bewährt. Aber es hat natürlich viel Anstrengung gekostet. Die SAP AG hat sich in erstaunlich kurzer Zeit weltweit zu einem der 10 größten Hersteller von Standardsoftware entwickelt. Im Außenverhältnis haben wir es verstanden, mit unseren Partnern und Kunden ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das neben anderem letztlich der Grund für unseren Markterfolg war. Im Innenverhältnis wurde durch Toleranz und Vertrauen bei unseren Mitarbeitern Selbstvertrauen erzeugt und dies wiederum hat zu besseren Leistungen geführt. Wir sind die führende Unternehmung für Anwendungssoftware für Unternehmen in der Welt. SAP hat schlicht und einfach eine Software für alle Abläufe in den Unternehmen. Wir hatten die Zeit, die 70er Jahre, 8 Jahre lang zu entwickeln. Wir hatten damals keine wirkliche Konkurrenz. Heute wäre das undenkbar. Ich glaube, in vielen Positionen ist SAP hervorragend positioniert. Aber nichts ist umsonst. Also wir können nicht stehen bleiben. Man muss sich fortbewegen, sonst passiert nichts.